In diesem Video geht es um die Möglichkeit, eigene Anwendungen in AV-Nav zu integrieren. AV-Nav bringt davon bereits einige mit. Welche Einschränkungen es gibt und welche Vorteile User-Apps bieten, soll im ersten Teil des Videos thematisiert werden. Es wäre doch eine schöne Sache, wenn man die Bedienung seines Autopiloten, eigene Apps zur Darstellung von Daten oder zum Beispiel ein Logbuch direkt in die Oberfläche von AV-Nav integrieren könnte. Das geht gut, aber mit einer wichtigen Einschränkung. Die Apps müssen browserbasiert sein, das heißt, ihre Funktionen dürfen nicht in einer eigenen Oberfläche laufen, sondern sie werden über eine URL in einem Browser gestartet. Das sehen wir uns an und wechseln daher in den Bereich User Apps. Dort sind bereits Apps zu sehen, die AV-Nav von vornherein mitinstalliert, zum Beispiel der Signal Case Server oder die History. Andere Standard-User-Apps liegen auf unterschiedlichen themenbezogenen Seiten. Die Update-App auf der Serverseite, die Map-Proxy-App im Kartenbereich. Hier in der Buttonleiste zu sehen sind vom User nachinstallierte Apps wie zum Beispiel ein Node-RED Dashboard, die Anwendung KIP zur Anzeige von Daten und viele mehr und ein noch in der Entwicklung befindliches browserbasiertes Logbuch. Wie bekommt man diese Apps nun konfiguriert, damit sie innerhalb von AV-Nav aufgerufen werden können? Dazu wechselst du in den Bereich JS, CSS und User Apps. In der linken Spalte tauchen die Einträge für User Apps auf. Mit dem Button Add können neue User Apps angelegt werden. Doch Vorsicht, jede neue App verlangt nach einem sie identifizierenden Icon. Das muss in AV-Nav erstmal hochgeladen oder aus der Liste der installierten Icons ausgewählt werden. Das erreicht man über den Button Images. In der rechten Spalte hat man gleich den Überblick, was an Bildchen für Apps und Buttons schon zur Verfügung steht. Woher bekommt man diese Icons, die übrigens eine Größe von etwa 50 x 50 Pixel haben sollten? Man bekommt solche Bilder gut bei Google Material Symbols oder kostenlosen Icon-Datenbanken wie Lucid.dev oder Pixabay.com. Als Format geht SVG oder PNG am besten, ansonsten wird es einen Hinweis beim Upload geben, wenn etwas nicht stimmt. Lade nun mit dem Image-Button dein Icon zu AV-Nav hoch, es sollte dann sofort in der rechten Spalte Images zu sehen sein. Nun lege mit Add eine neue User-App an. Wenn die User-App außerhalb von AV-Nav läuft, was bei selbst hinzugefügten Apps in der Regel der Fall sein dürfte, nimm den Haken bei Internal weg. Nun gib die URL für deine App ein, hier zum Beispiel die URL für KIP. Willst du die User-App überall in deinem Netzwerk erreichen, ist es das Einfachste, ein $host vor die Portnummer zu stellen. Die direkte IP deines Servers geht natürlich auch. Unter Icon wählst du nun das zuvor hochgeladene Bild für die Schaltfläche aus. Mit Short-Text gibst du der Schaltfläche, mit der du die App innerhalb von AV-Nav aufrufen willst, einen erklärenden Begriff. Longtext bezeichnet den Text unter dem Button innerhalb des Menüs. Der kann dort etwas länger und damit aussagekräftiger ausfallen. Mit Page kommt nun ganz unscheinbar eine gewichtige Neuerung mit der AV-Nav-Version 2026. Es ist nämlich möglich, die Schaltfläche für die User-App auch anderen AV-Nav-Seiten zuzuordnen. KIP als Dashboard wäre demnach gut aufgehoben auf der Dashboard-Seite, während ein Logbuch vielleicht direkt auf die Navigationspage gehören könnte. Aber das mag jede und jeder nach eigenem Gusto einrichten. Mit New Window könntest du entscheiden, dass die App in einem eigenen Browserfenster oder Tab startet. Das war's und nun viel Spaß beim Einrichten von User-Apps. Ich selbst übrigens empfinde es als großen Vorteil, so die Bedienoberfläche meines Open Source Autopiloten PyPilot direkt aus AV-Nav heraus bedienen zu können.